Wenn man eine neue Sprache lernt, macht man Fehler. Das kann man nicht vermeiden. Und das sollte man auch nicht vermeiden. Im Deutschen muss man schon viel lernen. Artikel, Adjektivendungen, Wortstellung, Konjugationen, trennbare Verben. Und viel davon muss man sogar auswendig lernen. Viele Deutschlerner fragen sich, wie schaffen das die Muttersprachler? Also wie können die Deutschen das alles lernen? Bestimmt machen sie auch Fehler, oder? Der, die, das. Ich meine, es kann sein, dass alle Deutschsprecher, also auch Muttersprachler, einen Satz anfangen und mittendrin merken, dass sie nicht genau wissen, wie der Satz enden sollte. Das passiert besonders in der gesprochenen Sprache und besonders, wenn man müde oder abgelenkt ist. Das Gute ist, dass die deutsche Sprache so aufgebaut ist, dass nur der letzte Teil des Nomens entscheidet, ob das Wort eben der, die oder das ist. Das heißt, man kann mittendrin entscheiden, das Nomen anders zu beenden, weil das Nomen eben nicht passt, wie es passen sollte. Wenn ich zum Beispiel einen Salatlöffel brauche und ich sage, kannst du mir kurz das Salat... Da habe ich schon was Falsches gemacht. Ich kann jetzt das Wort Löffel nicht sagen, weil wir eben ein Das-Wort brauchen und Löffel ein Der-Wort ist. Allerdings könnte ich zum Beispiel das Wort Dings hinten dranhängen, da das eben ein Das-Wort ist. Dadurch könnte ich sowas sagen wie, kannst du mir kurz das Salat-Dings geben? Oder kannst du mir kurz das Salatlöffel-Dings geben? Und darin sind Deutsche erstaunlich gut, also alle Muttersprachler. Sie machen diese Anpassungen oft ziemlich schnell und dadurch wird es eigentlich gar nicht gemerkt, weder vom Sprecher noch von Zuhörern. Ist das aber ein Fehler? Ich würde sagen, nein, weil der Satz eben richtig ist, auch wenn eher ein bisschen umgangssprachlich. Aber vielleicht hast du gemerkt, dass sich nicht alle Muttersprachler immer einig sind. Der, die, das Nutella, der, die, das Joghurt, der, die Butter, der, das Teller. Diese Unterschiede sind oft regional bedingt. Aber besonders, wenn das Wort neu in die Sprache gekommen ist, kann es wirklich am Anfang von Person zu Person unterschiedlich sein. Dadurch gibt es manchmal mehrere Artikel, die innerhalb eines Dialekts akzeptiert wird. Das heißt, auch innerhalb des Hochdeutschen. Passe aber auf, da das nicht alle Fremdwörter betrifft. Auch Fremdwörter sollte man mit Artikel lernen. Wenn wir aber zurück zu der Frage kommen, ob Muttersprachler Artikelfehler machen, könnte man diskutieren, aber ich würde sagen, nein. Trennbar und untrennbar. Jein. Sie wissen immer, ob ein Verb trennbar oder untrennbar ist. Dabei machen Sie keine Fehler. Aber besonders, wenn ein Satz sehr lang ist, dann kann es sein, dass man das letzte Verb oder eben Verbteil einfach vergisst. Wie in diesem Beispiel. Ich schiebe die Hausarbeit, die ich für mein Anglistikstudium an der Universität, an der ich studiere, immer wieder auf. Das kann jedem passieren, besonders im Gespräch, wenn man merkt, dass der Gesprächspartner etwas dazu sagen will. Solche Strukturen bereiten viele Schwierigkeiten für Nichtmuttersprachler. Und dementsprechend passieren solche Auslassungen Nichtmuttersprachlern viel eher, also viel häufiger und viel wahrscheinlicher. Ist das ein Fehler? Hier muss man auf jeden Fall das Wort Fehler erstmal definieren. Ich meine, ist es
erst ein Fehler, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Das Ziel einer Sprache ist in diesem Fall zu kommunizieren bzw. verstanden zu werden. Und dieses Ziel wird trotzdem erreicht, auch wenn man quasi etwas am Ende vergisst. Das heißt, man könnte dafür argumentieren, dass das hier kein Fehler ist, sowas am Satzende zu vergessen. Aber in diesem Fall tendiere ich tatsächlich eher dazu zu sagen, dass es ein Fehler ist. Ein weiteres spannendes Thema ist die Wortstellung. Verb-Erstellung, Verb-Zweitstellung, Verb-Letztstellung und so weiter. Das kann ziemlich verwirrend sein, wenn man Deutsch lernen möchte, aber wie ist es eigentlich für Muttersprachler? Wenn wir von Erwachsenen oder Jugendlichen sprechen, dann stellt die Wortstellung eigentlich gar keine Schwierigkeit dar. Bei Kindern ist das natürlich teilweise anders, besonders bei sehr jungen Kindern, da der Erwerb auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Trotzdem hört man solche Sätze sehr oft von Erwachsenen in Deutschland. Wusste ich nicht. Habe ich schon gemacht. Obwohl, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich habe auch keine Zeit. Die ersten zwei sind im Verb Erstellung, also sind die Verben an der ersten Stelle jeweils. Aber normalerweise sehen wir das bei Ja-Nein-Fragen oder wenn wir eben Imperativ anwenden. Das ist aber hier nicht der Fall. Und bei den anderen zwei Beispielen sehen wir Wörter, die wir immer als subordinierende Konjunktion wahrgenommen haben, aber irgendwie passt die Wortstellung nicht dazu. Sind das Fehler? Nein. Tatsächlich ist es bei den ersten zwei Beispielen der Fall, dass die Sätze tatsächlich leicht anders sind, aber etwas ausgelassen wird. Die Sätze sind also, das wusste ich nicht und das habe ich schon gemacht. Aber in der Umgangssprache ist es oft möglich, dieses unbetonte Objekt, das, wenn es an erster Stelle ist, eben auszulassen. Wenn es im Gespräch oder in der Erzählung klar ist, was quasi gemacht oder gewusst wird. Und bei den anderen zwei Beispielen ist es tatsächlich so, dass die Wörter obwohl und weil als Modalpartikel benutzt werden. Dazu möchte ich ein ganzes zusätzliches Video machen und sobald ich das tue, werde ich das hier oben verlinken. Aber nur um das ein bisschen klarzustellen, das ist ein Teil von Sprachwandel. Mit der Zeit kann es sein, dass ein Wort neue Bedeutungen annimmt. Und manchmal ist es sogar so, dass dieses Wort mit den anderen Bedeutungen eben Teil einer anderen Wortkategorie werden kann. Also dass es eine andere Wortart ist. Statt Nomen ist es jetzt was anderes oder statt subordinierende Konjunktion ist es jetzt eine Modalpartikel. Trotzdem ist es weiterhin möglich, obwohl und weil als Konjunktion zu benutzen. Da müssen wir natürlich das Verb ans Ende schicken, aber wir können es in manchen Situationen als Modalpartikel benutzen und dann hat es auch eine leicht andere Bedeutung. Und das ist wirklich spannend und nichts Fehlerhaftes. Trotzdem muss ich sagen, dass das heutzutage immer noch so ist, dass ich diese zwei Phänomene, also Auslassungen von unbetonten Objekten und weil bzw. obwohl als Modalpartikel nicht in formellen Situationen empfehlen würde. Aber in der Umgangssprache könnt ihr das gerne benutzen und das wird dabei helfen, dass ihr ein bisschen natürlicher wirkt. Aussprache. Es kann natürlich sein, dass jemand einen regionalen Akzent hat oder sogar Dialekt spricht.
Dazu kann es sein, dass jemand eine Sprachstörung hat. Es kann natürlich auch sein, dass manche Wörter in der gesprochenen Umgangssprache anders ausgesprochen werden als in der formellen Sprache. In diesen Fällen kann es sein, dass ein Muttersprachler ein Wort anders ausspricht, als du erwartest. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Deutsche können aber bei der Aussprache schon einige Fehler machen. Besonders Kinder, da sie die Sprache auch noch nicht ganz erworben haben. Und besonders bei Fremdwörtern kann es sein, dass Muttersprachler sich auch nicht ganz sicher sind, wie ein Wort auszusprechen ist. Manchmal kann man im Vorhinein einfach nicht wissen, ob ein Wort wie in der Ausgangssprache ausgesprochen wird oder eher eingedeutscht wird. Deswegen gibt es in solchen Fällen oft viele Abweichungen von der erwarteten Aussprache. Man kann sich dazu in allen Sprachen versprechen. Man wollte Biologie sagen, aber irgendwie ist Biologie rausgekommen. Bei der Aussprache kann man auch gut diskutieren oder argumentieren, ob diese Fälle eben Fehler sind. Zählt etwas als ein Fehler, wenn man es selbst gemerkt hat und vielleicht den Fehler sogar selbst korrigieren kann und vielleicht das sogar im Kontext macht? So ist es oft beim Versprechen der Fall. Naja, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall kommt es darauf an, was eben zu diesem bestimmten Ausspracheproblem führt. Rechtschreibung und Zeichensetzung. Die Grammatik und die Aussprache sind Sachen, die Kinder sehr früh und eben automatisch lernen. Auch Menschen, die gar nicht lesen oder schreiben können, lernen die Grammatik und die Aussprache. Bei der Rechtschreibung und der Zeichensetzung ist das anders. Diese Regeln werden eben nicht automatisch gelernt. Man muss sie in den meisten Fällen bewusst lernen, zum Beispiel in der Grundschule. Das kann aber Schwierigkeiten auch für Muttersprachler bereiten. Dadurch gibt es viele Menschen, die das und das sowie seit und seit verwechseln. Auch die ganzen Regeln der Satzzeichen, ich glaube, ich habe sogar Bücher dazu. Auch die ganzen Regeln der Satzzeichen werden nicht von allen Menschen gelernt und auch wenn dann, man vergisst sie oft richtig anzuwenden. Die Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sind eigentlich arbiträr und sind nicht permanent gesetzt. In den 90ern gab es sogar eine sehr große Rechtschreibreform im deutschsprachigen Raum. Das heißt, die Leute, die davor zur Schule gegangen sind, jahrelang andere Regeln gelernt haben, als die Regeln, die wir heute anwenden. Natürlich sind sie nicht komplett anders, aber trotzdem kann das zu Abweichungen führen. Aus diesen Gründen ist es nicht so komisch, wenn man merkt, dass ein Muttersprachler ein Wort falsch schreibt oder ein Komma falsch setzt. Diese Fehler sind wirklich die häufigsten, wenn es um erwachsene Muttersprachler geht. Fortgeschrittene Deutschlerner kennen diese Regeln tatsächlich oft besser als Muttersprachler. Und das kommt teilweise daher, dass die meisten von uns keine Rechtschreibreform durchmachen mussten. Und dass wir seit und das gelernt haben, als wir schon schreiben und lesen konnten. Das heißt, es war gar nicht verwirrend, dass diese Wörter gleich klingen, als wir dann schreiben gelernt haben. Also, machen Deutsche Fehler? Ja, naja, nicht wirklich. Also, nein, aber manchmal, also, jein. Die Deutschen, also die Muttersprachler, machen schon Fehler. Aber die sind eben andere Fehler als die, die wir als Deutschlerner oft machen. Und das ist auch okay. Wenn du aber weniger Fehler bei Verben mit Präpositionen machen willst, dann kann dieses Video dir dabei helfen. Also auf jeden Fall schreib mir gerne in die Kommentare, falls
du Erfahrung mit diesem Thema hast, beziehungsweise was deine Meinung dazu ist. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also bis dann. Ciao.